Tja, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Thüringen 1500 Jahre fremdbeherrscht. Und warum konzentriere ich mich auf Thüringen? Eigentlich hätte ich auch über Preußen schreiben können, weil nach Rustag bin ich ein halber Preuße, aber kein Thüringer. Aber meine ganze, meine ganze Familie und meine Vorfahren sind Thüringer und deswegen begeistert mich natürlich dieses Land. Ja, warum habe ich es geschrieben? Es gibt viele Dinge, die aus der Vergangenheit kommen. Man muss die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart beherrschen zu können und letztlich auch die Zukunft gestalten zu können. Das sind Sprüche, die da auch andere Menschen schon mal gesagt haben und das ist auch mein Antrieb gewesen. Es gibt ja viele Sachen, die heute in Büchern stehen oder veröffentlicht werden, die in der Schule, auf der Universität gelehrt werden. Und das ist in vielen Fällen nur das Aneinanderreihen von Sachverhalten ohne jeglichen geschichtlichen Hintergrund, nach meinem Verständnis zumindest. Und das gibt es uns nicht. Es gab früher mal Menschen, die haben schon erkannt, dass sie viel wissen, aber eigentlich nichts wissen. Unser Dichter Fürst Johann Wolfgang von Goethe hat im Teil 1 vom Faust gesagt, wo er in seinem Studierstübchen saß: Hier stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so schlau als wie zuvor. Heute gibt es eine ganze Menge Menschen, die glauben, alles zu wissen, weil sie Dr. Google fragen, und das Internet weiß ja fast alles. Sicherlich, das Internet ist ein Segen, weil es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, heute an Informationen zu kommen, die wir früher nicht hatten. Aber es ist auch ein Fluch, weil nicht alles, was im Internet postuliert wird, entspricht auch den Tatsachen. Und es ist ganz schwierig dann einzuschätzen, was entspricht eigentlich der Wahrheit oder was ist Erfindung. Denn die tatsächlichen Dinge, und das haben auch schon viele Menschen gesagt, man spricht es auf der einen Seite Napoleon zu, auf der anderen Seite Churchill, die gesagt haben, die Geschichte ist die Geschichte der Sieger. Und Deutschland, Thüringen gehören ja zu denen, die letztlich immer besiegt worden sind. Sicherlich hat es Zeiten gegeben, wo es eine Entwicklung gegeben hat, und nach meinem Dafürhalten, und da wird die Geschichte von Thüringen dann auch weitergehen, hat es ein tatsächliches Wirtschaftswunder gegeben nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 und einen wirtschaftlichen Aufschwung und eine Entwicklung in Deutschland, die dann zwangsläufig zum Krieg geführt hat, zum Ersten und letztlich auch zum Zweiten Weltkrieg, ganz einfach, weil die wirtschaftliche Entwicklung zu stark war und weil es viele andere Interessen gab, die gesagt haben, das können wir den Deutschen nicht lassen. Das müssen wir ihnen wegnehmen. Wir müssen dieses Deutsche Reich, dieses Deutschland kaputt machen, weil letztlich geht es immer um Geld. Und wenn man der Spur des Geldes folgt, dann weiß man, wer dahinter steht. Und alle diese Zusammenhänge und warum es so entstanden ist, beginnt von der Herkunft der Thüringer, die irgendwo im Dunkel der Zeit verschwunden sind und auf einmal da waren. Und wie es dann weiterging mit dem ersten Zusammenbruch von Thüringen 531 mit dem Krieg gegen das Thüringer Königreich. Und dann waren es fast 700 Jahre, bevor in Thüringen mal wieder etwas entstanden ist, was Thüringen hieß, nämlich die Landgrafschaft Thüringen, die dann auch nur 200 Jahre gehalten hat und dann
wurde das Land dann von den Wettinern übernommen. Und dann ist Thüringen wieder über mehrere hundert Jahre gar nicht existent gewesen, bis zum 1. Mai 1920, wo der Freistaat Thüringen aus 7 Freistaaten, die früher mal Herzogtümer in Thüringen waren, entstanden ist. Das ist aber immer noch nicht das Ende der Geschichte, weil dann ist noch viel passiert im 20. Jahrhundert. Und letztlich gehen wir jetzt einen Schritt und auf eine Zukunft zu, die wieder zurück zur natürlichen Ordnung führt, zur natürlichen Ordnung eines Staates, und zwar eines freien, selbstständigen Nationalstaates. Und da stehen wir vor gewaltigen Aufgaben. Und es ist ganz wichtig, dass die Menschen erkennen, wo die Sache hingeht, weil man weiß, wie die Dinge entstanden sind. Und dann kann man auch mitmachen und man kann sich an diesen Dingen beteiligen, die dann entstehen. Denn nur wenn alle gemeinschaftlich in die Räder greifen und den Karren aus dem Dreck ziehen, kann letztlich das entstehen, was wir uns alle vorstellen. Ein freies Land ohne fremde Beherrschung, wo die Thüringer und auch die Deutschen ihre Dinge, die sie haben und ihre Talente wieder weiterentwickeln können und das Land wieder zu einer Blüte führen können und den Menschen letztlich Sicherheit geben. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben und deswegen werde ich auch die nächsten Teile dieses Buches schreiben. Und zwischendurch wird es immer mal Dinge geben, die wir verfilmen, wo der Benjamin mich auch auf dem Weg begleiten wird und auf der Reise, die wir über die Jahrhunderte führen, damit wir genau wissen, wo wir herkommen und genau wissen, wo wir hingehen müssen.